wichtig und Friedrich Merz hat es nach außen getan. Haben Sie mich jetzt ernsthaft gefragt, was da nicht funktioniert hat? Ja, das habe ich Sie gefragt. Wo waren als Sie die Ministerpräsident letzten 2 von Sachsen. Jahre, Frau Maischberger? Der gesamte Osten hat dieses Wahlergebnis. Ja. Im Westen ist die AfD fast in allen Regionen zweitstärkste Partei. Sie fragen mich ernsthaft, was da falsch gelaufen ist? Wen soll ich sonst fragen? Sie sind der Ministerpräsident von Sachsen, das ist dieses Land. Was haben Sie anderes erwartet als dieses Wahlergebnis? Willkommen in der Realität. Ungeschönt, ungefiltert, unangenehm. Für die da oben. Kretschmer verliert mal wieder die Nerven. Warum? Weil Maischberger ihm eine simple Frage stellt. Und plötzlich fliegt die ganze Fassade der CDU in Sachen Migration auseinander. Widersprüche, Ausreden, Ablenkungsmanöver, aber keine klaren Antworten. Genauso kennt man ihn. Ein Fähnchen im Wind, das sich immer dann aufregt, wenn er mit der Wahrheit konfrontiert wird. Was genau passiert ist und warum Kretschmer ausrastet, erfahrt ihr in diesem Video. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir wollen wissen, was ihr denkt. Auf geht's! Nein, es wird ja immer wieder gesagt, das wäre das Symbol jetzt für den Zustand der deutschen Infrastruktur. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist wirklich ein Spezialfall, der aber jetzt viel auch zum Nachdenken anleitet, weil diese Brücke ist ja erst gerade saniert worden. Und man hat beim Untersuchen nicht festgestellt, dass dieser besondere Stahl diese Schadensmerkmale hat. Deswegen wird jetzt an vielen Stellen in Deutschland untersucht. Aber es ist kein Mangel an Unterhalt, sondern es ist wirklich ein besonderer Fall, glaube ich. Aber trotzdem dauert es, wenn ich es richtig gelesen habe, bis Ende dieses Jahres, bis erstmal die Trümmer beseitigt sind. Und dann soll die neue Brücke 140 Millionen Euro auch kosten. Da ist dann das, was Sie aus dem Infrastrukturpaket bekommen, ja auch schon mal alleine für diese Brücke zu einem großen Teil verwendet. Die Brücke ist eine Baumaßnahme der Landeshauptstadt, die jetzt auch die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass sie wieder aufbauen kann. Und wir haben in Deutschland mittlerweile ein Baurecht geschaffen für solche Spezialfälle, dass in 2 Jahren da eine neue Brücke stehen könnte. Jetzt muss man sagen, Dresden ist in vielerlei Hinsicht speziell. Wer da etwas bauen will, bekommt erstmal Grundsatzfragen, ob man nicht aufbaut wie vor 200 oder 300 Jahren. Aber im Kern haben wir für solche Fälle gute Regelungen geschaffen. Und meine Antwort war da auch immer, kommt in die Gänge. Wir wollen diese Karola-Brücke in 2 Jahren wieder sehen. Die Menschen warten darauf. Aber es dauert eben so lange. Also Sie waren Teil der Sondierungsgruppe, die eben dieses große Infrastrukturpaket, also das Sondervermögen 500 Milliarden mit auf den Weg gebracht hat, neben eben den Ausnahmen von der Schuldenbremse. Es gibt Kritik oder beziehungsweise Sorge, wir haben es auch gerade diskutiert, dass dieses Geld gar nicht da ankommt, wo es ankommen soll. Eben in die Brücken, in die Schulen, auf die Straße, in die Schiene, sondern eben bei Gastro-Mehrwertsteuer, Pendlerpauschale und Mütterrente. Wie entkräften Sie diese Kritik? Ja, eigentlich indem man liest, was aufgeschrieben steht. Nicht? Und da ist ganz klar gesagt worden, für Investitionen in die Infrastruktur. Und dann sind die Themen mit benannt worden, von den Straßen über die Krankenhäuser, die Bildungsinfrastruktur, das heißt, die dass Wissenschaft. die Mittel sind direkt gebunden. Das kann man so ausgestalten. Na, man kann klar sagen, was der politische Wille ist. Und der Wille ist nicht, damit die Gastrosteuer zu bezahlen. Von daher ist das eine Diskussion, die jetzt sehr, sehr schräg mir daherkommt. Ich glaube, die Situation in Europa zeigt, wir müssen handlungsfähig werden. Das gilt für den Bereich der Sicherheit, der Verteidigungsfähigkeit. Und wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die uns in die Lage versetzt, nachdem wir die Wachstumsbremsen, die dieses Land sich mutwillig in den letzten Jahren gegeben hat, beseitigt haben, auch schnell wieder nach vorn zu kommen und die Infrastruktur beispielsweise bei der Eisenbahn oder bei der kommunalen Digitalisierung, die sind wirkliche Wachstumshemmer und deswegen glaube ich, ist es richtig, dass das jetzt in dieser Zeit passiert. Thomas de Maizière sagt, ohne eine Staatsreform kann man so viel Geld da reinschütten, wie man will. Es wird nicht wirksam, weil wir eben Planungs- und Genehmigungsverfahren noch mal stärker verändern müssen. Hat er einen Punkt? Zum Teil, ja. Wir haben heute Morgen lange darüber gesprochen, auch in der Ministerpräsidentenkonferenz, über diese klugen Vorschläge dieser Kommission, die jetzt noch mal eine Staatsreform sich vornimmt. Und das wird auch ein Thema sein.
Es ist auch richtig, wer Infrastruktur ausbauen will, muss ein Planungsbeschleunigungsrecht machen. Auch dort ist sehr viel Verhinderung durch Mitwirkung, durch Verbandsklagerechte und ähnliche Dinge. Auch darüber haben wir in diesen Sondierungen gesprochen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe da ja über eine Woche zugebracht. Und wir haben uns aufeinander zubewegt, Parteien, die sich auch miteinander gestritten haben, die aus meiner Sicht aber eine ganz klare gemeinsame Verantwortung spüren, weil es Volksparteien sind, dass wir das Pflichtenheft jetzt abarbeiten, was die Wählerinnen und Wähler bei der Bundestagswahl und bei den Wahlen zuvor gegeben hat. Und was sind diese großen Themen? Das ist das Thema Migration. Das, was da vereinbart worden ist, ist die Migrationswende. Es ist das Thema Wirtschaft. Ganz klare Entscheidungen, dass dieses Land Industrieland bleiben muss, dass der Strompreis runter muss und dass das kein knappes Gut sein darf, dass wir bei dem Thema Arbeitsrecht Dinge tun. Und. Also ich muss Ihnen sagen, wenn ich das lese, mir war nicht klar, dass wir so viel in diesen Sondierungsgesprächen erreichen können. Noch steckt der Teufel im Detail, aber frei nach Uli Hoeneß, wir blicken jetzt mal voraus. Man muss trotzdem Vertrauen haben in die da handeln. Es gibt einen Vertrauensbruch, was Friedrich Merz angeht, weil er einfach vor der Wahl gesagt hat, auf keinen Fall, jedenfalls nicht schnell, wird an der Schuldenbremse etwas getan. Und wir haben eine interessante Sache im Archiv gefunden. Das ist der Dezember 2002. Der Kanzler Gerhard Schröder ist gerade wieder gewählt worden. Er und sein Finanzminister Hans Eichel haben vor der Wahl gesagt, auf keinen Fall werden wir mehr Schulden machen. Kurz nach der Wahl musste Hans Eichel dann sagen, doch, wir werden auch gegen das Schuldenkriterium Europas verstoßen. Und damals der stellvertretende Fraktionschef im Bundestag, Friedrich Merz, hat die Regierung scharf angegriffen. 3 Wochen vor der Wahl, wir beide sind zusammen in dieser Sendung gewesen. Wir machen keine Schulden, das haben wir immer klar gemacht, wir weichen nicht in Schulden aus. Sie haben gewusst, dass wir 3% deutlich überschreiten und Sie haben wahrheitswidrig die deutsche Öffentlichkeit getäuscht. Das ist die Wahrheit. Hat Friedrich Merz diesmal wahrheitswidrig die Öffentlichkeit getäuscht? Friedrich Merz hat vor der Wahl sehr klar gesagt, dass es Veränderungen da geben kann, vor allen Dingen auch für den Bereich der Länder, so wie wir das jetzt vorgenommen haben. Und ich würde wirklich raten, dass wir uns die Situation in Deutschland und in Europa anschauen. Ich denke, in dieser besonderen Zeit ist es wichtig, dass wir zu jedem Zeitpunkt handlungsfähig sind. Und wenn man sich die Infrastruktur anschaut, kommt doch jeder zu dem Ergebnis, wir müssen da was tun bei der Eisenbahn, bei der Digitalisierung, bei den Krankenhäusern. Das sind Probleme. Wer will den Menschen in Deutschland verkaufen, dass wir Panzer kaufen, Raketen, Drohnen, der Ukraine Geld geben, aber die eigene Infrastruktur vor Ort, die machen wir nicht. Herr Kretschmer, Sie gehörten zu denen, die innerhalb der CDU und CSU gesagt haben, wir brauchen einfach auch Ausnahmen von der Schuldenregel. Sie haben früh auch schon Infrastruktur, Schulden angeregt, ich hätte es fast gesagt, verlangt. Und da war aber Friedrich Merz taub auf dem Ohr und hat gesagt, nein, erst einmal wird gespart. Davon ist nicht mehr die Rede. Nochmal, es geht um Vertrauen. Erst einmal hat er da wissentlich, weil es auch innerhalb der Union ja Überlegungen gab, hat er wissentlich die Wähler einfach ihnen nicht rein Wein eingeschenkt. Punkt. Erstens, und das war auch mein Satz immer, eine Infrastrukturmaßnahme für die Deutsche Bahn. Ein Sondervermögen, ein Sondervermögen für die kommunale Ebene, für die Länder. Das war mein Satz. Und ich habe ihn immer konditioniert, so wie wir das jetzt auch in diesen Sondierungsgesprächen übrigens gemacht haben. Zunächst erstmal muss man die Wachstumsbremsen lösen. Man kann nicht mutwillig beispielsweise die Energie verteuern, die Wirtschaft schmiert ab und dann man macht einen Industriestrompreis mit Schulden, die man neu aufgenommen hat. Das war der Gedanke vor der Wahl. Und da haben wir alle miteinander Nein gesagt. Jetzt sind diese Konditionen die Voraussetzungen für alles. Und deswegen kann man diesen Weg gehen. Wir müssen dieses Land befreien. Wir müssen dafür sorgen, dass hier wieder neue Dynamik entsteht. Und dann kann man mit diesem Sondervermögen dafür sorgen, dass die Erholung schneller passiert. Das ist alles und richtig. Dass diese Defizite, die uns behindern, damit es wirklich vorangeht, auch aus dem Weg geschafft werden. So, und wenn jemand wie Horst Seehofer sagt, das ist ein klarer Wortbruch, dann hat er das einfach nicht verstanden. Ich bin der Meinung, dass das, was da vereinbart worden ist, richtig ist. Und dass wir jetzt mit diesen Arbeitsgruppen dafür sorgen, dass die Dinge weiter detailliert ausgearbeitet werden. Sie weichen ein bisschen der Frage aus. Abgestützt sind. Nein, ich habe eine Meinung dazu, die werde ich auch nicht verändern. Und ich habe die Gespräche vor der Wahl erlebt. Sie haben meine Meinung gehört. Ja. Ich finde sie jetzt wieder. Ich finde den Weg richtig. Kann man Wahlen gewinnen, indem man vor der Wahl sagt, wir machen Schulden für Infrastruktur? Offensichtlich nicht. Die CDU hat ein sehr detailliertes Wahlprogramm mit vielen auch
anstrengenden Forderungen, beispielsweise was die Leistungsgesellschaft angeht. Und wir sind als stärkste Partei aus dieser Wahl hervorgegangen. Uli Hoeneß hat recht. Es ist schwierig. Es ist die letzte Möglichkeit, Vertrauen in die Demokratie wieder zurückzubekommen. Aus Sicht der Bevölkerung, im größten Teil der Bevölkerung, legitimiert sich Demokratie dadurch, dass sie erfolgreich ist. War sie in den vergangenen Jahren erfolgreich? Ich glaube, viel zu wenig. Und deswegen geht es jetzt darum, die Themen zu lösen, die die Leute uns mitgegeben haben. So, der Wortbruch ist abgeräumt. Wir gucken nach vorne. Wir gucken auf das Thema Migration. Das ist ja auch ein Streitpunkt zwischen der SPD und der Union. Es gibt jetzt eine Einigung, in der gesagt wird, also Zurückweisungen an der Grenze soll es geben. Dirk Wiese sagt aber, Zurückweisungen könnten nur funktionieren, wenn unsere Nachbarn die Menschen auch wieder zurücknehmen. Haben Sie das Gefühl, dass die SPD und die CDU gemeinsam verstanden hat oder sich einig ist, was sie meint, wenn sie sagt, Zurückweisung in Abstimmung mit den Nachbarn? Ich meine das sehr. Es war ein langer Weg, den die SPD gehen musste. Und der Kern ist, dass die heutige Zahl an Menschen, die zu uns kommen, ist zu hoch. In den vergangenen 2 Jahren waren es 500.000 Menschen. So geht es nicht weiter. Wir haben viele Maßnahmen aufgeschrieben. Die Zurückweisung an der Grenze gehört dazu. Die Aussetzung des Familiennachzugs für Sozialdemokraten bestimmt nicht einfach, dem zuzustimmen. Änderungen im Asylverfahrensrecht auch nicht einfach, die dafür sorgen sollen, dass wir die Kontrolle wieder zurückbekommen. Und das, finde ich, ist total wichtig. Das ist übrigens das, was ich meine. Das sind 3 Volksparteien, auch wenn sie unterschiedliche Wahlergebnisse haben. Aber von der Anmutung, vom Antritt geht es darum, das zu tun, was das Land jetzt braucht. Natürlich habe ich ein Wahlprogramm und ich habe eine Haltung. Aber wir alle sehen doch, was die Menschen verlangen. Und beim Thema Migration kann man es am besten sehen, dass das auch aufgeschrieben worden ist, was die Deutschen wollen. Genau, und man darf ihnen nichts versprechen, was man nicht halten darf. Absolut. Das ist ganz wichtig, das haben wir gelernt. Was passiert denn jetzt, wenn die Nachbarn nicht die Menschen dann zurücknehmen? Also Österreich hat jetzt das schon gesagt, das Innenministerium hat die betroffenen Landespolizeidirektionen angewiesen, EU-rechtswidrige Einreiseverweigerungen seitens der deutschen Behörden nicht zu akzeptieren. Also was macht man denn dann? Frau Maischberger, wir können jeden einzelnen Punkt durchgehen und die Frage stellen, ob das alles so sein muss. Ob das ich möchte gerne nur wissen, wie es funktioniert. Ich finde, das ist schon nach wichtig. dieser anstrengenden Woche und nach einem Wahlkampf, wo man sich nichts geschenkt hat, was war das für ein Zirkus wegen dieser Abstimmung und dieser Demonstrationen? Was waren das für Unterstellungen? Ist es jetzt möglich, dass man zusammensitzt und innerhalb von einer Woche so ein Papieren bekommt? Das ist eine Stärke von Deutschland. In Deutschland sind politische Parteien keine Feinde, sondern politische Konkurrenten. Und das haben wir bewiesen. Und jetzt wollen wir mit dieser Grundgesetzänderung auch noch andere mitnehmen, die wir brauchen dafür. Wir haben sie eingeladen. Es finden Gespräche auf Augenhöhe statt. Und wir wünschen uns sehr als 16 Länder, wir haben heute zusammengesessen, dass dieser Weg auch erfolgreich ist. Wenn er scheitert, ist das zu einem großen Schaden für Deutschland. Das dürfen wir nicht zulassen. So, ich nehme Sie einfach beim Wort und Sie glauben, es funktioniert mit den Zurückweisungen an den Grenzen. Wir werden es einfach sehen. Es war ein großes Thema im Wahlkampf in Sachsen, die Ergebnisse noch mal draufgeblickt, weil die bitter sind. Wenn man sich das einmal anschaut, die Zweitstimmen in den Wahlkreisen, ist das diese Karte genau einer ging nicht an die AfD, sondern da an die Linke. Was hat denn da nicht funktioniert? Das Thema Migration, das war ja wichtig und Friedrich Merz hat es nach außen getan. Haben Sie mich jetzt ernsthaft gefragt, was da nicht funktioniert hat? Ja, das habe ich Sie gefragt. Wo waren als Sie die letzten 2 Jahre, Frau Maischberger? Der gesamte Osten hat dieses Wahlergebnis. Ja. Im Westen ist die AfD fast in allen Regionen zweitstärkste Partei. Sie fragen mich ernsthaft, was da falsch gelaufen ist? Wen soll ich sonst fragen? Sie sind der Ministerpräsident von Sachsen, das ist dieses Land. Worüber haben wir in den vergangenen 2 Jahren in diesem Land gestritten? Über das Thema Migration, Richtig. Über die Frage des Umgangs mit der Ukraine, die Frage des Gebäudeenergiegesetzes, die Frage, wie man mit den Bauern in diesem Land umgeht. Was haben Sie anderes erwartet als dieses Wahlergebnis? Ich hatte erwartet, dass jemand wie Friedrich Merz, der zum Beispiel verspricht, dass er diese Probleme bei der Migration löst, dann andere Wahlergebnisse für die CDU und das ist die Regierungspartei in Sachsen erhält. Erinnern Sie sich, dass wir vor 1,5 Jahren Haben in Sie einer das nicht erwartet, Ministerpräsidentenkonferenz dass die CDU zusammengesessen haben, alle 16 Ministerpräsidenten Vorschläge gemacht haben für die Veränderung der Migrationspolitik, damit genau das nicht eintritt. Ich verstehe. Wissen wir alle noch, dass es diese Regierung war, die jetzt auseinandergeflogen ist, die das nicht hinbekommen hat. Deswegen ist es so richtig, was Uli Hoeneß sagt, was andere sagen. Jetzt haben wir noch die Chance,
mit demokratischen Strukturen die Probleme zu lösen. Nicht die einfachen, die bösen Antworten der Populisten, sondern vernünftige, rechtsstaatliche Lösungen. Lasst es uns tun. Und ich muss Ihnen sagen, diese Regierung hat eine Chance verdient. Sie hat die Hand ausgestreckt, auch zu anderen Parteien, so wie wir das, auch wie ich das in Sachsen mache, auf Augenhöhe miteinander reden. Wenn wir uns daran halten, was Deutschland stark gemacht hat, dass wir uns nicht als Feinde betrachten, dass der Kompromiss, der Konsens ein hoher Wert ist, dann werden wir diesem Land auch erfolgreich dienen können. Und dann wird diese Landkarte auch in Sachsen wieder anders? Dann besteht die Chance, dass sie anders wird. Die letzte Patrone hat es Söder genannt, der Demokratie. Würden Sie die Wortwahl übernehmen? Naja, er sagt das Richtige. Die Worte mit Patrone und Kampf sind immer schwierig, aber man kann auch niemanden erpressen. Das ist eine Frage von Vertrauen, was sich begründet. Und wissen Sie, Vertrauen entsteht durch Wertschätzung, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. Dinge, die in der Vergangenheit nicht immer gegolten haben, die jetzt für die nächsten Jahre ganz, ganz wichtig sind. Dann lassen wir es heute dabei und danken für den Besuch. Vielen Dank, Michael Kretschmer, dass Sie heute hier waren. Dankeschön. Michael Kretschmer hat bei Maischberger eindrucksvoll bewiesen, warum ihn immer weniger Menschen glauben. Der Typ kann einfach nicht mit Kritik umgehen. Sobald jemand ihm widerspricht, wird er pampig, arrogant und komplett unsachlich. Sein Ausraster in der Sendung zeigt, wie dünnhäutig er ist. Ein klassischer Politiker, der sich selbst für unfehlbar hält, aber keinen Widerspruch erträgt. Dabei hat er allen Grund, sich unangenehme Fragen zu stellen. In der Corona-Zeit war er einer der lautesten, wenn es darum ging, Ungeimpfte zu beschimpfen und sie gesellschaftlich auszugrenzen. Keine Spur von Einsicht oder Entschuldigung, stattdessen das übliche arrogante Auftreten. Und jetzt wundert er sich, dass die Menschen ihm nicht mehr vertrauen, dass die Leute in Sachsen zur AfD abwandern. Er steht sinnbildlich für das Versagen der CDU. Große Versprechen, viel Gerede, aber am Ende nichts als Enttäuschung und leere Phrasen. Wenn jemand wie er völlig die Fassung verliert, nur weil er mal Gegenwind bekommt, dann sagt das alles über seinen Charakter. Ein kleiner, beleidigter Machtmensch, der seine Wut nicht mehr verstecken kann, weil ihm die Kontrolle entgleitet. Die Leute lassen sich nicht mehr für dumm verkaufen. Und genau das macht ihn so nervös. Bleibt kritisch, informiert euch selbst und lasst euch von diesen Leuten nicht einlullen. Bis zum nächsten Mal.